Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wie soll es anders sein? Wir befinden uns natürlich mal wieder auf EU8, wo wir mal an Tag 3 in die Ehrenhalle schauen, auf die ersten Ränge. Und zwar haben wir hier den Honey, der wohl von Treyarch gespielt werden soll. Auf Platz 1, der Kollege hatte am zweiten Tag Stufe 217 erreicht, also Ende des zweiten Tages so ungefähr, in der Nacht 217, das ist auf jeden Fall eine coole Leistung. Wir haben hier auch ein paar mehr Leute, die Stufe 200 erreicht haben. Wir haben gestern auch wieder gestreamt und da kam auch mal wieder, wie soll es anders sein, vermehrt die Frage auf, Alter, wie schaffen das denn die Leute so, ne? Und für die Frage habe ich jetzt ja mittlerweile echt ein gutes Video zur Antwort. Und zwar habe ich ja eine Tipps und Tricks Playlist erstellt, die kann ich euch unten sehr gerne nochmal verlinken. Und zwar haben wir hier, ist es das letzte Video, verlinkt von Stufe 1 bis Stufe 220 in 75 Minuten. Ja, das Ganze oder wie der ganze Hergang stattfindet, wird hier in dem Video in 75 Minuten gezeigt. Das Ganze ist innerhalb von 75 Minuten nur möglich, weil es halt auf einem alten Server in einer komplett ausgebauten Gilde mit perfekten Boni passiert ist. Das spielt aber nicht zur Rolle, denn auf einem neuen Server ist der Hergang quasi der gleiche wie auf dem alten Server, nur dass es dort in dem Video halt im Schnelldurchlauf passiert ist, weil man halt sofort Black Gems hatte, die komplett krank reingeknallt haben. So, man musste sich in den 75 Minuten vielleicht ein paar Mal weniger equippen als auf einem neuen Server, aber der Hergang, wie das Ganze funktioniert und wie man so schnell solche Stufen erreicht, wird in dem Video eigentlich gut in relativ kurzer Zeit erklärt, sag ich mal. Ja, ansonsten habe ich die Playlist auch noch ein bisschen erweitert, weil das sind so wirklich meine Tipps und Tricks Videos, die fast alles abdecken, sag ich mal. Und zwar habe ich jetzt auch noch zusätzlich die Dungeon Pause hier in die Playlist reingepackt und da könnt ihr euch auch sehr gerne informieren. Die habe ich dort auch sehr ausführlich mit Grafiken und sowas dann auch nochmal erklärt, was die Dungeon Pause bewirkt, was es damit auf sich hat. Und dort, falls ihr noch nicht informiert seid, könnt ihr auch sehr gerne mal hier vorbeischauen bei dem Video, weil auch ein, zwei Leute gefragt haben danach. Und verlinke ich euch auf jeden Fall mal unten. Ansonsten ist heute ja Sonntag und ab Sonntag ist heute bei meinem Partner Holy Energy jetzt die Black Week gestartet ab 16 Uhr. Dort könnt ihr mich natürlich auch sehr gerne mal wieder supporten, wenn ihr das wollt. Über meinen Link unten in der Beschreibung könnt ihr dort auf der Seite vorbeischauen und mit dem Rabattcode DORZA5 spart ihr euch 5 Euro bei eurem Einkauf oder nur mit dem Code DORZA spart ihr euch 10%, je nachdem, was für euch besser ist. Viele geile Sachen, 3 neue Sorten sind am Start und neue Einsteigerpakete exklusiv zum Black Friday. Für alle, die das eventuell mal probieren oder testen wollen, ist jetzt auf jeden Fall die richtige Gelegenheit, das Ganze mal auszuprobieren. Ist eine gesündere Energy Drink Alternative, also deswegen auf jeden Fall. Die haben sehr viele coole, leckere Sorten am Start. Und zumindest mal testen ist es auf jeden Fall wert. Jetzt gerade zu Black Friday sind coole Preise hier auch am Start. Ihr könnt viele Sachen gewinnen. Erkundigt euch da einfach mal. Wie gesagt, Link dazu auch unten in der Videobeschreibung oder im Kommentar angepinnt. Ja, und genau, das ist erstmal so der Zwischenstand auf EU8 hier. Ne? Also es sind ein paar Leute auf Stufe 200. Insgesamt hat es jetzt nur ein Nekromant auf Stufe 200 geschafft. Die anderen waren etwas ältere Klassen. Hier Kundschafter, Dämonenjäger haben wir hier. Ne? Und aber mehr Klassen haben es bisher noch nicht geschafft. Man sieht auch, die Schere geht im Moment auch sehr krass auseinander. In den Top 31 sind Leute dabei, die 93 sind und Leute, die 217 sind. So, ne? Aber das ist am Anfang halt eben ganz normal. Das pendelt sich nachher früher oder später auf jeden Fall so ein bisschen ein. Ich gehe auch ganz stark von aus, dass wahrscheinlich der Treyarch hier nicht großartig auf Langzeit spielen wird. Deswegen für alle Leute, die solche Serverstarts noch nicht kennen oder wieder neu einsteigen wollen, lasst euch von solchen Zahlen hier nicht verunsichern. Spielt weiter euren Spielstil durch, fahrt weiter euren Progress und ich versichere euch, wenn ihr ein paar Jahre konstant durchzieht, dann befindet ihr euch auch sehr weit oben in der Rangliste, weil halt viele Leute von denen, die hier oben auch so spielen, viele von denen hören halt auch wieder auf.
Für die ist es nur halt eben spaßig, am Server-Start halt eben Ränge zu pushen. Ne? Wenn man von Spaß redet, ich habe bisher auf EU8 nicht wirklich Spaß gehabt, muss ich sagen. Ja, mich hat der Server komplett angespuckt. Also so einen schlechten Serverstart hatte ich persönlich wirklich noch nie gehabt. Wer gestern im Stream dabei gewesen ist, der weiß, wovon ich rede. Wir haben mit Tag 1 und 2 zusammengerechnet circa 250 Alu gebraucht, nur um 2 Schlüssel in der Abenteuerlust zu finden. Für den 20er Dungeon und für den Level 30er Dungeon. Ja? Normalerweise findet man die relativ schnell. Ich habe auch immer die kürzeste Quest extra angenommen, damit ich so schnell wie möglich den Dungeon Key finde, um halt Level zu pushen, damit ich halt mit höherem Level die Abenteuerlust spielen kann. Das hat mich zusammengerechnet ca. 250 Alu gekostet für den 20er und für den 30er Key. Ja, und das ist fast ein kompletter Tag, wo ich halt die Alu, immer die kürzeste Quest, also es war auch nicht immer die beste Quest, sondern nur die kürzeste, um halt den Schlüssel zu bekommen, geentert habe und den ich bekommen habe. Ja, das war Pech Nummer 1, sag ich mal. Ja, dann hatten wir an Tag 1 eine Waffe mit einer schönen Spanne gesucht. Da habe ich mich dumm und dämlich geblättert, ja. Es kommt natürlich jetzt komplett komisch rüber, weil die Waffe absolut geisteskrank geil ist. Ja, von der Spanne und von der Intelligenz her. Das ist jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass mich der Server hier belohnt, tatsächlich. Die nehmen wir auch mit, ja. Wirklich, ansonsten an Tag 1 Waffen geblättert, nichts gefunden. An Tag 2 Waffen geblättert, nichts Vernünftiges gefunden. So, ne? Also zwar okay, spannend, aber nie immer so das, was ich möchte. Ja? Das war immer mein Fail Nummer 2. Dann Nummer 3, wir hatten halt eben auf Stufe 35 versucht, XXL-Tränke zu blättern. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Mal einen Stärketrank bekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie hier vertan habe mit der Klasse, aber ich bin kein Krieger. Ja? Auf jeden Fall hatten wir hier richtig Pech auch mit den Tränken, aber das war das kleinste Übel eigentlich noch. Denn das größere Übel ist auf jeden Fall hier passiert in der Festung. Wir haben unendlich viele Steine geskippt, weil wir natürlich sehr gute Steine für unser Equipment haben wollten. Wir haben so sehr viel Geld ausgegeben und gerade am Anfang, wenn du einen Edelstein suchst, ne, das kostet dich 150 Gold. Das ist am Anfang so extrem viel, das kannst du dir kaum leisten. Ja? Und da habe ich so viel Geld gewastet, das hätte man auch alles in Stat-Punkte pumpen können. Ja, also das war auch komplett unlucky. Dann geht es weiter in den Dungeons. Ja, die Dungeons haben mich extrem sauer gemacht. Also vor allen Dingen er hier. Ja. 500 HP oder was weiß ich irgendwie teilweise die Kämpfe gehabt. Der ist niemals down gegangen. Ich habe so viele Tries auch in den reingesteckt und der ist nie down gegangen. Ich weiß nicht, was der für Prozente der hat, das habe ich mir nicht ausgerechnet. Ich spiele nicht mit SF-Tools hier auf dem Server, das ist mir zu tryhard, muss ich sagen. Aber der war so oft kurz an der Grenze, ja. Aber er wollte einfach nicht fallen. Das war mein Pech Nummer, ich weiß nicht, 4 oder 5, keine Ahnung, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Ne? Was war noch? Irgendwas war noch. Glücksrad. Wir haben, ich wollte, nachdem ich meine Alu gespielt habe, habe ich immer mein komplettes Gold festgelegt und wollte die Ausbauten halt über das Glücksrad finanzieren, weil du halt durch das Glücksrad am Ende des Tages extrem viel Gold bekommst, gerade zum Gold-Event. Ich habe von 20 Spins einmal das kleine Gold gehittet. Das hat mich irgendwie 400 Gold eingebracht, ja. Ansonsten bin ich das gewohnt irgendwie, keine Ahnung, mindestens 2, 3, 4.000 Gold alleine durch das Glücksrad zu bekommen, ja. Auf, weiß ich nicht, circa Stufe 40 ungefähr. Also, ja, damit man hier ein paar Ausbauten finanzieren kann. Auch hier komplett reingeschissen, ne. Also ich wurde von vorne bis hinten eigentlich auf dem Server komplett ausgenommen und betrogen. So, und dann hatte ich gestern im Stream, wollte ich zum Abschluss, weil ich die Aufgabe hatte hier für den letzten Tresor, den Hütchenspieler 3-mal besiegen. Ja? Und das hat er nochmal zusammengefasst, also die Situation hat nochmal zusammengefasst, was ich an Glück hatte hier auf dem Server und der hat mir das Signal gegeben, dass ich auf EU8 nicht willkommen bin. Ja, ich war kurz davor, wirklich meinen Char zu löschen, tatsächlich. Denn ich hatte beim Hütchenspieler eine Losing Streak, und jetzt haltet euch fest, von 21 Mal hintereinander. Das kannst du
keinem erzählen, ja? Und ihr würdet es mir nicht glauben, wenn ich nicht den Beweis live on Stream gehabt hätte. Und hier zeige ich euch jetzt mal ganz kurz den Clip von gestern Abend. Dreimal noch den Hütchenspieler. Ja, mal gucken, ob wir hier wenigstens Glück haben. Dreimal, viermal Pech, fünfmal Pech, sechsmal Pech, siebenmal Pech, achtmal Pech, neunmal Pech, zehnmal Pech, elfmal Pech, zwölfmal Pech, 13-mal Pech, 14-mal Pech, 15-mal Pech, 16-mal Pech, 17-mal Pech, 18-mal Pech, 19-mal Pech, 20-mal Pech. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das ist doch hier alles ein abgekatertes Spiel, oder was? Ich habe keinen Bock mehr auf EU8, wirklich, das ist der allerletzte Kack-Server. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Wie kann ein Server einen so dermaßen ins Gesicht spucken? Auf allen Ecken und Enden und auf allen Metaebenen werde ich hier bestraft. Ich habe kein Glück. Steine, Waffen, Key im Shop, Alu gespielt, nichts gefunden. Digga, das kannst du doch wirklich keinen erzählen. Das ist wirklich. Und jetzt zum Schluss will ich wenigstens noch meine Daily Quest erledigen. Selbst hier beim Hütchenspieler. 20 Mal in Folge. Das kannst du keinen erzählen. Das ist doch ein Rekord, oder was? 21. Ja, also die Situation hatte mir dann nochmal signalisiert, okay, EU8 mit dem Nekromanten ist vielleicht jetzt nicht so dein Server, ist es vielleicht jetzt für dich nicht so, ne? Und deswegen, sowas ist mir noch nie passiert. 21 Mal, der Tim war sogar gestern im Chat, der hatte mir ausgerechnet, das ist eine 0,02%ige Chance, 21 Mal hintereinander bei 3 Möglichkeiten immer zu verlieren. Also ich glaube, sollte nicht ins Casino russisches Roulette spielen. Ja, obwohl heißt das russisches Roulette? Ich glaube nur Roulette, ne? Russisches Roulette war noch ein bisschen was anderes. Ja, das sollte ich vielleicht auch nicht spielen. Das wäre vielleicht auch sehr fatal. Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall erstmal so meine Experience mit EU8, mit dem Nekromanten auf dem Server hier. Ja, es ist auf jeden Fall trotzdem lustig, es hat mir auch trotzdem Spaß gemacht, aber ich muss sagen, so viel Pech hatte ich wirklich schon in gebündelter Form schon lange nicht mehr. Gerade die Situation mit dem Hütchenspieler war extrem krass und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Und ja, habt ihr schon mal so eine ähnliche Situation gehabt oder habt ihr so eine krasse Losing Streak gehabt? Ich weiß nicht. Ich kenne, glaube ich, keinen, der bisher eine höhere Losing Streak hat. Ja, ich glaube, ich habe einen Rekord im Verlieren aufgestellt. Geil, endlich auch mal irgendwo der Beste sein. Ja, top, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten checkt die Links unten in der Videobeschreibung ab und wir hören und sehen uns die nächsten Tage natürlich wie immer wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal.